Ein echtes guter Schockthema. Nacktheit in der Öffentlichkeit. Hilfe! Das ist jemand nackt. Es gibt Hentai. Warum steckt da ein Kabel drin? Und das nervt total. Das geht für mich gar nicht. Hallo ihr Lieben, ich bin Mizuki aus Japan und lebe in Deutschland. Heute geht es um 5 deutsche Dinge, die für uns Japaner wirklich seltsam oder zumindest sehr ungewohnt wirken. Manche davon sind lustig, manche gut spannend, aber alle haben mich beim ersten Mal echt überrascht. Dann, los geht's! Erstens, Augenkontakt beim Anstoßen. In Deutschland ist es extrem wichtig, sich beim Anstoßen in die Augen zu schauen. Wirklich, bewusst und ohne zu blinzeln. Wenn man das vergisst oder wegguckt, wird man auch sofort darauf hingewiesen. Nein, je nach Person. Aber man sagt in Deutschland, wenn du beim Anstoßen nicht in die Augen schaust, hast du 7 Jahre schlechten Sex. Für mich klingt das eher wie ein Aberglaube, trotzdem sollte man in Deutschland beim Anstoßen unbedingt in die Augen schauen. In Japan ist das ganz anders. Dort stößt man oft höflich an, aber ohne großen Augenkontakt. Als ich in Japan gearbeitet habe, gab es oft Nomikai, auf Deutsch etwa Trinkrunde mit meinen Kollegen. Dabei haben wir oft zusammen Bier getrunken und gesagt, Kanpai, Prost oder auch Otsukaresama deshita, etwa gute Arbeit heute oder schönen Feierabend. Wenn ich heute daran zurückdenke, habe ich mehr auf mein Bierglas geschaut als auf die Blicke meiner Kollegen. Ich war eher damit beschäftigt, das Bier nicht zu verschütten. Außerdem gibt es in Japan keine solchen Aberglauben beim Anstoßen wie in Deutschland. Natürlich stoße ich heute in Deutschland mit Blickkontakt an. Für mich persönlich hat das Anstoßen mit Augenkontakt aber keine besondere Bedeutung. Zweitens, FKK, Nacktheit in Sauna oder am See. Ein echtes guter Schockthema. Nacktheit in der Öffentlichkeit. In Japan ist Nacktheit, abgesehen vom Onsen, etwas sehr Privates. Manche Menschen ziehen sich sogar in der Umkleide vom Onsen noch unter einem Handtuch um ja nicht zu zeigen. Aber in Deutschland, da gibt es die sogenannte Freikörperkultur FKK und Nacktheit wird oft ganz locker und mit ebenso Beiläufer Vertrautheit behandelt. Vor allem an den Seen im Osten Deutschlands, wo es eine lange FKK-Tradition gibt. Das war zwar nicht in Deutschland, aber ich habe einmal am Strand von Barcelona eine Frau mit nacktem Oberkörper und sogar einen Mann mit ganz nacktem Unterkörper gesehen. Zum Glück habe ich nur den Po gesehen. In Deutschland habe ich persönlich noch nie jemanden gesehen, der wirklich FKK macht, aber ich denke, es gibt bestimmt Orte, an denen solche Szenen wie in Barcelona ganz normal sind. Ich weiß es nicht, habt ihr so etwas schon mal gesehen oder selbst FKK gemacht? Schreibt gerne in die Kommentare. Zudem ist jeder in der gemischten Sauna oft nackt und niemand scheint sich zu schämen. Natürlich schaut einen keiner komisch an. Da ich aber selbst nicht an Seen gehe und auch keine Sauna besuche, werde ich die FKK-Kultur in Deutschland wahrscheinlich auch in Zukunft nicht direkt erleben. Allerdings ist das für Japaner erstmal Hilfe! Das ist jemand nackt! Es gibt Hentai! Aber in Deutschland ist Nacktheit nicht automatisch etwas Sexuelles. Es geht um Natürlichkeit, Gesundheit und Freiheit. In Japan zeigt man sich nackt eigentlich nur in Onsen, also in traditionellen heißen Thermalbädern. Und selbst dort sind die Bereiche in der Regel streng nach Geschlechtern getrennt. Es gibt zwar auch sogenannte Mischbäder, Konjaku, aber diese werden meist nur als private Bäder genutzt, also für Paare oder Familien, nicht öffentlich. In Schwimmbädern ist das Tragen von Badekleidung absolut verpflichtend. Nackt in der Öffentlichkeit zu sein, wird in Japan meist als anstößig oder sogar als sexueller Übergriff gewertet. Deshalb ist das Thema Nacktheit in Japan ziemlich sensibel. Gleichzeitig gibt es in Japan viele sexuell konnotierte Inhalte, zum Beispiel in Manga, Werbung oder Online-Anzeigen. Leider oft niedrigschwellig und problematisch. Wenn ich in Japan bin, sehe ich ständig merkwürdige, übersexualisierte Werbebanner für seltsame Manga. Ganz ehrlich, ich finde das eher nervig und unangenehm.
Weil das Thema komplex ist, möchte ich an dieser Stelle nicht weiter auf Sexualität in Japan eingehen. Aber was FKK betrifft, denke ich, das würde in Japan kulturell einfach nicht funktionieren. Weil Nacktheit in Japan stark mit Schamgefühl, Intimsphäre und Privatsache verbunden ist. Sie wird schnell als sexuell wahrgenommen. Deshalb ist die psychologische Hürde sehr hoch. In Deutschland dagegen ist Nacktheit eher mit Natur, Freiheit oder Gesundheit verknüpft, also etwas Natürliches. Deshalb sind viele Deutsche im Umgang damit viel entspannter. Ich habe auch gehört, dass deutsche Familien ganz selbstverständlich zusammen Filme oder Serien schauen, auch wenn dort Nacktheit oder leidenschaftliche Liebesszenen vorkommen. Eltern und Kinder schauen das gemeinsam, ohne dass jemand peinlich berührt ist. In Japan dagegen entsteht bei solchen Szenen oft eine extrem unangenehme Stimmung. Man schaut schnell weg, räuspert sich oder tut so, als wäre da nichts. Unausgesprochen herrscht die Regel, darüber reden wir nicht. Vielleicht ist das auch der Grund, warum japanische Filme oder Serien im Vergleich eher zurückhaltend mit Kuss- oder Liebesszenen umgehen. Aber zurück zum Thema FKK. Natürlich heißt das nicht, dass man in Deutschland einfach überall nackt sein darf. FKK ist nur an bestimmten Orten erlaubt, zum Beispiel an ausgewiesenen Seen oder in speziellen Bereichen. Also wenn du nach Deutschland kommst, bitte nicht einfach irgendwo die Kleidung ausziehen. Drittens, Kuchenrituale. Deutsche lieben Kuchen. Das ist klar. Aber wie man ihn isst, hat mich überrascht. Erstens, in manchen Cafés wird die Kuchengabel nicht einfach auf den Teller gelegt, sondern direkt seitlich in den Kuchen gesteckt. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, warum steckt da eine Gabel drin? Als ich zum ersten Mal gesehen habe, dass eine Gabel direkt in ein Stück Kuchen gesteckt war, musste ich sofort an ein japanisches Tabu denken. In der japanischen buddhistischen Tradition gibt es das sogenannte Makura-Meshi. Dabei wird eine Schale weißer Reis mit senkrecht hingesteckten Esstäpfen neben dem Kopf eines Verstorbenen als Opfergabe aufgestellt. Deshalb gibt es in Japan ein starkes Tabu, Stäbchen senkrecht in Reis zu stecken. Es erinnert zu sehr an den Tod. Auch wenn die Gabel im Kuchen seitlich steckt, war es für mich ein kleiner guter Schock. Andererseits finde ich es inzwischen auch ziemlich praktisch. Wenn man die Gabel gleich in den Kuchen steckt, kann sie beim Servieren nicht so leicht vom Teller rutschen. Für das Servierpersonal also eine ganz sinnvolle Lösung. Aber aus japanischer Sicht ist das einfach ein ungewohnter Anblick. Zweitens, wenn man in Deutschland Kuchen zum Mitnehmen kauft, wird er oft einfach in Papier eingewickelt. Keine Kuchenbox wie in Japan. Natürlich bekommt man bei größeren Mengen auch in Deutschland eine feste Verpackung, aber besonders bei Bäckereien wird der Kuchen fast immer nur in Papier eingepackt, oft sogar ohne zusätzliche Tüte. Das war für mich am Anfang echt ungewohnt. Ich hatte Angst, dass der Kuchen auf dem Heimweg zerdrückt wird. In Japan kauft man Kuchen fast ausschließlich in Konditoreien. Und dort wird jeder Kuchen, egal wie klein, sorgfältig in eine stabile Kuchenbox gepackt. Kuchen beim Bäcker. Das kannte ich aus Japan gar nicht. Bäcker sind für Brot, nicht für Kuchen. Warum gibt es allein schon bei der Verpackung von Kuchen so große Unterschiede zwischen Japan und Deutschland? Ich denke, das liegt auch daran, dass sich die Kuchenarten selbst unterscheiden. In Japan sind besonders weiche, luftige Kuchen sehr beliebt. Ein typisches Beispiel dafür ist der sogenannte Shortcake. Ich denke, fast alle Japaner mögen diesen Kuchen. Er besteht ganz einfach aus Biskuitkuchen, frischer Schlagsahne und Erdbeeren. Simpel, aber wirklich lecker. Viele japanische Kuchen sind sehr weich und oft auch liebevoll und vielfach dekoriert. Wenn man sie also nicht in einer festen Kuchenbox transportiert, würden sie auf dem Heimweg leicht zerdrückt oder beschädigt werden. Deshalb ist die Verpackung in stabilen Kartons dort ganz normal. In Deutschland dagegen verkauft man Kuchen häufig in Bäckereien und die Kuchen dort sind meist fester, schwerer und gewackener, zumindest aus japanischer Sicht. Viele dieser Kuchen sind rechteckig geschnitten und ziemlich stabil. Deshalb reicht es in Deutschland oft, sie einfach in Papier einzuwickeln, ohne dass sie gleich kaputt gehen.
das ist praktisch und umweltfreundlich. Allerdings gibt es auch in Deutschland feinere Torten aus Konditoreien oder Cafés, die eher den japanischen ähneln. Und auch dort bekommt man eine entsprechende Verpackung ähnlich wie in Japan. 4. Eheringe an der rechten Hand. In Japan und vielen anderen Ländern trägt man den Ehering traditionell an der linken Hand. Als ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich oft Leute gesehen, die den Ring rechts tragen und dachte, sind die vielleicht nicht verheiratet, sondern verlobt. Aber in Deutschland ist es genau andersrum. Verlobungsring links, Ehering rechts. Für Japaner total verwirrend, besonders wenn man versucht, den Beziehungsstatus zu erkennen. An welcher Hand ich meinen Ehering trage, sowohl mein deutscher Mann als auch ich tragen ihn an der linken Hand, ganz nach japanischer Tradition. Ob man verheiratet oder verlobt ist, spielt für die meisten Leute im Alltag eigentlich keine große Rolle. Und was noch wichtiger ist, für mich persönlich ist es einfach wichtig, den Ring links zu tragen. Wenn ich ihn am rechten Ringfinger trage, stößt er ständig gegen die Computermaus und das nervt total. Das geht für mich gar nicht. Außerdem, nicht nur in Japan, sondern auch in vielen anderen Ländern ist es üblich, den Ehering links zu tragen. Deswegen haben wir uns ganz bewusst dafür entschieden. 5. Kaltes Essen. In Japan ist das Abendessen oft die größte warme Mahlzeit des Tages. Sehr wichtige Mahlzeit. Aber in Deutschland ist es anders. Da gibt's abends oft nur Brot, Käse, Wurst, ein bisschen Gemüse und das war's. Ganz ohne warmes Essen. Das nennt man Abendbrot. Beim ersten Mal dachte ich, ist das Frühstück? Aber für viele Deutsche ist das völlig normal und sie genießen es sogar. Aus japanischer Sicht ist das wirklich ein guter Schock und selbst wenn ich in Deutschland lebe, muss ich ehrlich sagen, jeden Abend kaltes Abendessen, das wäre nichts für mich. Aber auch hier zeigt sich wieder die typisch deutsche Rationalität und Praktikabilität. Kaltes Essen ist schnell vorbereitet, leicht aufzuräumen und schont den Magen. Gerade unter der Woche abends ist das also wirklich eine vernünftige Lösung. Viele Zutaten wie Käse halten sich zudem länger, sodass man seltener einkaufen muss. Und wenn man die Belege auf dem Brot regelmäßig wechselt, wird es auch nicht langweilig. Wer Brot liebt, wird mit dieser Esskultur sicher gut klarkommen. Aber ich bin in Japan geboren und aufgewachsen. Und die japanische Küche ist einfach meine kulinarische Heimat. Deshalb denke ich abends oft, ich will was Warmes essen und lieber Reis statt Brot. Übrigens, wie sieht es eigentlich bei euch mit dem Frühstück aus? Esst ihr unter der Woche nur Müsli oder auch Brot oder vielleicht Reis? In Japan gibt es mittlerweile auch viele Familien, die morgens Brot essen, aber was Sättigung und Gesundheit angeht, finde ich ein klassisches japanisches Frühstück mit Reis, Miso-Suppe und Fisch immer noch ideal. Die moderne Gesellschaft ist stressig, egal ob in Japan oder Deutschland, vielleicht verändern sich unsere Essgewohnheiten einfach mit der Zeit. Was esst ihr an einem typischen Wochentag zum Frühstück und Abendessen? Schreibt mir gerne in die Kommentare. Und das waren meine Top 5 Dinge, die Japaner in Deutschland seltsam finden. Jede Kultur hat ihre Eigenheiten und genau das macht das Leben im Ausland spannend. Habt ihr weitere Kulturüberraschungen erlebt, in Deutschland oder in Japan? Schreibt gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über ein Like und ein Abo, damit ihr nicht mehr Videos rund um die Kulturunterschiede zwischen Deutschland und Japan, das Leben als Japanerin in Deutschland oder japanische Kochvideos verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Dann, ciao! ありがとうございました。